gekommen wir. Die Jungs, die trafen sich bei einer großen Mall am Hafen, würden vielleicht sagen, zum Beispiel das bei Plaza Manitoba, wo rund am Sturen sind, mit viel Glas von Fähren. Und die Jungs, die rollten ihre Schneeballs top, direkt in die Top, und dann kleideten sich an mit den Schneeballs. Und weißt du was? Dann einmal ein Schneeball, wenn sie wo anfahren, dann gibt es einen ganz anderen Ton. Was wir das nu? Sie haben erst Spaß und sie lachten und dann immer hastig, dann gibt es einen ganz anderen Ton. Und wir hatten ein Fenster getroffen, wie so ein Showwindow, so ein Schaufenster, wie ein großer Stuhl, und das schaut ganz top. Nu wird da alle auf. Sag, nu war ran. Kommt, nu war ran, der Stuhl, man, was meistens kommt Stuhl, merken, wir schwimmen ran. Und der ein Junge bleibt stehen. Dann sagen die anderen Jungs, komm mal, komm. Dann ran sie dran mal ein, und checken sie fern, und sagen sie, was ist die Werner, bist nicht ganz klar am Kopf, wo willst du bestehen, komm mal. Der Sturm, was meistens hier sein. Und Werner bleibt stehen, und dort kommt der Sturm an. Check der Sturm an, und fragt das Junge, weißt du, wer das getan hat? Das hat ich. Meist kriegt auf in der Ohrfeige. Das ist uns dort getan haben. Aber weißt du was? Jung, geh in die Höchste, sei die Papa, der soll das Fenster hier kommen und sagen. Ich will hier nicht das Fenster anhaben. Weißt du was? Ich kijk in dat. En mijn mama is zo arm. Ik weet niet wel. Bewusst du dann von mir schaffen? Wusst du reit sein? Hier jeder das morgens kommt Schnee vom Stich zu schaffen und geschnitten hat, durch diese Winter? Ja, soll ich down. Zweimal, was geschnitten hat. Fehlt und das ist jung. So gehorsam wie er. Weißt du was? Er war Berater. Er gab einen ganz starken Arbeiter. Die Mann nehmen an, um seinen Stuhl zu schaffen. Das hier hat ein gehorsamer Arbeiter. Die nicht lang können gehen, einmal mit der Geldnerbank und antun mit der Bank. Und weißt du, was das Resultat war? Seine Mama hat nicht viel besser zu leben, als sie jemals heute zu leben hat. Der ein Fenster, was zwei geschlagen wird. Ist es nur das Fenster? Nee, Tja, weißt du was? Da wird gehorsam. Aber Gott checkt nicht bloß bei Kindern der Gehorsam. Laut Gottes Wort, der Herr checkt bei uns Grote, was wir angewaschen sind, bei Jugend und bei all den Lieden, all wenn Gott checkt nur Gehorsam. Und wir sehen hier, was von Segen im Gehorsam ist. Und so war von daher hier durch Wort Gottes wieder hineingehen, was von Segen ist im Gehorsam bin. Salomo, wenn es hier gelernt hat zu beten, weißt du, heute nicht erst zu beten, Gott, ja, mir das und ja, mir dort. Weißt du, was heute ganz erst tut? Anbeten. Aber ganz das Wichtigste, erst wird mir dem Gott hochgeben, weil du mir das gelernt hast, Gott, dass ich kann beten und du wirst mir je, was ich haben will, das ganz erste wie eine Anbetung. Gott für Gott ist mal die Ehe und sagt, wer bist du in deiner Barmherzigkeit, Gott, so haben wir es hier gelesen, in Vers 7, ich weiß nicht, was das übergehen, aber hier ging es genau, es ist so der, in Check 3, wo Gott sich bezeugt hat, in sein Bruder David, wo Gott seine Barmherzigkeit wie so groß war, wo Gott sich dort so bewiesen hat, und er sagte, Herr, ich weiß, du bist der, was sich so bewiesen hat, und nu bete ich ein gehorsames Wort. Hij was korrekt, bij wem hij een gehorsames Wort beten deed. En laten we hier een kost die wat feststellen, hat Salomo kan etwas beter gebet haben, was wir mehr kraftvoll was ist dit, als ein gehorsames Wort. Hat etwas kan gebet haben, und gerade sehen wir dann, ob die was ist dit, ein gehorsames Wort. Wir wollen lot das sein, die kann so ein Tag, was von großer sehen, wenn wir haben das beten deed. En wir fangen los uns zum nächsten Vers, dass die beten, so wolltest du deinem Knecht geben, ein gehorsames Herz. Wo freien Eltern sich, die Erde Kindern, wenn die gehorsam sind. Die haben nicht über reden, die haben nicht bloß Druck haben mit denen, die haben die gesagt, und die Kinder sind ganz respektvoll, die achten auf das Wort von den Eltern und sie sind gehorsam. Ja, so eine Freiheit für Eltern, nicht so? Das ist so schön, so ein Familienleben. Und er freut sich zu sein, wo Kinder das gelehrt wird,
Und je diesem Gehorsam zu leben, wo sie so Acht geben dann, ob man der wird. Aber wofür mir ans vor am Himmel? Check darauf und freut sich, wenn er sieht, für seine Kinder sich in ihrem Gehorsam stellen dann und leben, nun wird Gottes noch. Nehmt ernst, nun wird Gottes noch zu leben. Wir losen uns an unserem Tag, das gefiel dem Herrn wohl. Gott hat so gefallen daran, dass das junge König an dort beten den. Die Bibel berichtet uns von verschiedenen Personen, die hatten uitgetekend sind in das. Und das ist mir sehr interessant, und wir haben sehr wenig von dort nehmen, aber wir haben sehr klare Bilder in der Bibel von Männern, was sie uitgetekend sind in das, der Gehorsam, was sie haben. Ich glaube, wenn wir uns dort mal nachschauen, was ist der Gehorsam von Sehen? Wir wollen auch sehen, wieder durch diese Botschaft, was ist von Ansehen, aber was ist von Fluch nicht Gehorsam sein. Dann immer vollbracht bloß nur beten, Gott, ich will wirklich mein Gehorsam mit Hort, weil ich die dein, von ganzem Hort, weil ich treu sein und ich will die dein. Wir uns mal ein Bild anführen von Noah. Der Herr hat am geboten, eine riesige Arche zu bauen. Von der Zeit mit der Gerätschaft, was wir von der wird auch einfacher sein, so eine Arche zu bauen, mit all den vollständigen Apparaten, was wir haben. Aber dort wäre das nicht so einfach. Und Noah haben wir ganz begeistert, im Gehorsam zu Gott sein Befehl, baut er eine Arche, und das ging an seine Familie zu raten. Weißt ihr was, Männer? Weißt ihr was, Väter? Noah haben wir rein ganz völlig Gehorsam. Vor Jahren hat er gebaut, zwischen 40 und 50 Jahren hat er geschafft, in eine Arche dort zu stellen, um seine Familie zu raten. Und das hat er im Gehorsam Gott gegenüber. Und ich weiß, wenn Noah ein Fenster hat, zwei schon wieder gesagt, als was Gott gesagt hat, wird er sehen nicht mitgegangen. Wenn Noah hat das Fenster gesagt, oh Herr, weißt du, was das Fenster da oben haben? Aber weißt du, Gott, du hast mir hier und gedacht, ich will das Fenster hier sagen, ich kann rückchecken, kann sehen, was alles passiert. Ich will mal sehen, was es wenn es regnet. Ich will mal sehen, was wirklich so viel Wutter gibt, ich kann nicht mal sehen, was regnet das. Gott, und ich will das Fenster sagen, ich kann rückchecken, ich will sehen, was da passiert. Aber Gott hat gesagt, ich will das Fenster haben zu sagen. Und Noah hat ja rein ganz treu und sagt, das Fenster durch haben, was Gott sieht. Und er wird geraten, seine Familie wird geraten. Wenn es genau nur der Blueprint, was Gott gegeben hat, leben die. Und dann wird es ein sehr großer Sehen sein. Wir haben von auch ein Blueprint. Das ist die Bibel. Und das ist ein großer Sehen, was Menschen hervorkommen, was sie in den Gehorsam Gottes leben tun. Dann fangen wir in 1. Mose Kapitel 6, Vers 22 und Noah hat alles, was ihm Gott gebot. Alles. Krank so. Nur vielleicht für ein gleich Gleich du, das wird wirklich so wichtig sein, wenn ein Klima anders hat. Wir wollen Leute durch die Bibel sein. Das wird dann so wichtig, dass du warst. Hör mal, was der Herr sagt. Noah hat alles, was ihm Gott gebot. Er beweist sich treu im Gehorsam all diese Jahre, so lange als er dient. Der nächste, der Patriarch Abraham. Das Ola Abraham, was ist er von Gehorsam gewesen? Wo hat er sich bewiesen? Was ist er von Vorbild gewesen im Gehorsam? Wenn wir drehen noch Hebräer Kapitel 11, Vers 8 und 9. Durch den Glauben war Gehorsam Abraham, der berufen war, auszugehen in das Land, das erben sollte, und ging aus und wusste nicht, wo hinkäme. Durch den Glauben ist ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande, als in einem Fremden wohnt in Hütten mit Isaac und Jakob, den Miterben der Verheißung. Denn er wartet auf eine Stadt, die einen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Aber was fängt hier an? Durch den Glauben war Gehorsam Abraham. Das Ola Patriarch Abraham, hat wir Gehorsam in sein Glauben. Und dann hat er das Gott sein. Gott hat einmal gesagt, das wieder tragen. Aus dem wohlhabenden Mann muss er immer wieder tragen. Dann muss er in Hütten wohnen. Kostet feststellen, ein wohlhabender Mann im Gehorsam zu Gottes Wort
mal alles hängen lassen und geht mal fair weg und stellt sich ganz einfach Hütten ab und wohnte für Jahren, für lange Zeit bloß in ganz einfache Hütte. Wohin? Das Gott hat gesagt, hier, ich will dir das Land Luther geben, nicht weil ich kann das hier angehen, da wird Gehorsam. Abraham hat gesagt, Gott, das wird nicht so allmählich. Und dann kann ich hier nicht so schlag, wo wir nicht existiert. Aber weißt du, Abraham ging im Gehorsam. Denn Gott hat gesagt, in der Buch sagt uns ganz klar, er ging dem mehr sin Gefähre war. Und da wir dann im 17. Vers lesen, hier in Hebräer Kapitel 11, sagt, durch den Glauben opferte Abraham den Isaac, der versucht ward und gab dahin den Eingeborenen, der schon die Verheißung empfangen hatte. Durch den Glauben, was da? Lehre sie ihn sehen. Wir würden mal drehen, in 1. Mose Kapitel 22, Vers 1 wieder, wo Gott in Abraham kämpft und sagt, nimm Isaac, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Hört mal, Gott wisst, wo Gott Abraham ihn sehen wir. Wisst ihr wieder den Sehen der Verheißung, was er am Hut von 100 Jahren empfangen hat. Du sagst, Gott, nimm Isaac, den einzigen Sehen, was du so lieb hast, und go hin in das Land Moria und opfere ihm auf einen Berg, den ich dir sagen werde. Und tidig morgens den nächsten Tag stellt Abraham ab. Im Gehorsam ging er das ganze Weg. Wenn sie ihn sehen, hingen wir als Frau und die wusste, schobt ihm ab, weil hier ist Halt, Papa, hier ist Halt, hier ist Vier, hier ist alles, bis jeder schob, wo ist da? Dann sagte das gehorsame Abraham, sagte er bloß, mein Sohn, Gott wird sich ein Schaf versehen zum Brandopfer. Dann gingen sie wieder. Im Gehorsam. Was von Sehen hat das Altvater Abraham erfahren. Haben wir Reid, auf dem Befehl Gottes in Hütten zu wohnen. Haben wir Reid, auf dem Befehl Gottes, den einzelnen Sehen zu nehmen und den Tabing am Altar anzuleihen. Wo wir sind alle bekommen mit der Geschichte, dass Gott hat anders vielen Zeit, wir dürfen den doch nicht opfern. Und dann so können wir das Meierbild anführen. Ein sehr praktisches Bild und das ganz vollkommenste Bild im Gehorsam haben wir an zum Herrn Jesus Christus. Wisst ihr, und dass wir noch alles Menschen, die noch in Fleisch und Blut leben, Jesus hat auch, aber er hat nicht gesündigt. Und die anderen haben noch alle ihre Tekortkommen gehabt, haben noch alle Arach getan. Abraham hat Arach getan. Noah hat Arach getan. Aber hier haben wir den Herrn Jesus. Und der Herr Jesus haben wir gehorsam, und dann sagt in Hebräer Kapitel 5, Hebräer Kapitel 5, Vers 7 und 8, und er hat in den Tagen seines Fleisches, nämlich Jesus, Gebet und Flehe mit starkem Geschrei und Tränen geopfert zu dem, der ihm von den Toten konnte aushelfen und ist auch erhöht darum, dass er Gott in Ehren hatte. Und obwohl er Gottes Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Wer? Jesus. Was hat er von Gehorsam gelehrt? Das sage ich mit Flehen, mit starkem Geschrei, mit Tränen. Seht ihr mal, der Herr Jesus, was hat er durchgekämpft? Mit Flehen, starkem Geschrei, mit Tränen hat Jesus das Leben durchgekämpft. Wegen? Wegen er wollte den Gehorsam lehren. Nu seht ihr mal, wo hat der Herr Jesus? Weil dann wurden drei noch, Philipper Kapitel 2, da fingen wir dort, in Vers 5 wieder, ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. So hier haben wir ein Vorbild, das ich sehe, ein vollkommenes Vorbild. Nu sagt uns das Wort Gottes, Jesus Christus wir. Welcher aber wohl in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich sein, sondern entäußerte sich selbst am Knechtsgestalt an, war gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn noch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Hier sehen wir auch, hier sagt er, dass der Herr Jesus hat sich erniedrigt, ja zum Tode am Kreuz, gehorsam, hat er sich durch Hand gegeben, ganz erniedrigt. Und er hat Gott noch erhöht. Aber wir sehen in der Bibel, dass nicht alle Menschen, die behaupten, dass sie gehorsam wären, gewasst, wirklich gehorsam wären. Menschen, die reden nach sehr Schein und sehen, wir haben getan, was Gott sieht. Und Gott nahm
das große hohe Amt war. Wegen ein Ungehorsam. Das Saul. Wir finden dort von Saul in 1. Samuel Kapitel 15, das Saul, er soll der Amalekiter wie ein Volk, was gegen Gott das Volk kämpfen deed. Und das wie ein Volk, was ein Palast deed. Und Gott sagt, du sollst gehen, du sollst das Volk abbringen, und du sollst damit alles abbringen. Und dann, über dem kommen sie zurück, haben sie Erfolg gehabt, ja. Kommen sie zurück, aber was haben sie? Den König haben sie verschont. Wovegen wird den König verschont? Oh, wir sind besonders König. Das König, der wird man auch wieder keine helfen. Das König mit all der höheren Kenntnis und all der höheren Weisheit, was er so lange geschafft hat und so viel Kenntnis hat, von wo Dinge zu tun, der wird auch keine Help sein, ja? Und den hat er verschont. Und dann, wenn Samuel dann der Saul kommt, dann sagt uns das da in Vers 13 wieder, als nun Samuel zu Saul kam, sprach Saul zu ihm, gesegnet seist du dem Herrn, ich habe das Herrn Wort erfüllt. Hört mal, Saul sagt zu Samuel, wenn es am Beginn, gesegnet seist du dem Herrn. Ich habe Gott sein Wort erfüllt. Ich habe getan, was Gott sieht. Wenn ich nach dem Samuel noch mal sehen, bis ich habe getan, was Gott sieht. Und was sagt er hier wieder? Samuel antwortete, was ist denn das für ein blackender Schaf in meinen Ohren und ein brillender Rinder, die ich höre? Was ist das? Ich konnte einen Schubs blacken hören. Das ist einfach Schub, was ich hören kann. Und die Rinder, die brillende, so. Was ist das, was ich hören kann? Oh, weißt Samuel, weißt das Volk, das hat das ganz Beste, der Vater hat es verschont, bis das bringt zum Gott ein Opfer bringen. Wo wird Gott sich befreien von so einer feinen Vaterschub und Vaterrinder ein Opfer unternehmen? Wo wird der Rück aber so fein Hecht gar nicht vor? Gesegnet seist dem Herrn, sagt Saul zu Samuel. Aber Samuel fragt, was er eigentlich hören kann. Ich kann nicht hören, weil ich nicht soll hören kann. Oh, weißt du, das ist um Gott ein Opfer zu bringen. Da wollen wir mal lesen, Vers 22, 1. Samuel 15, 22. Meinst du, dass der Herr Lust habe am Opfer, am Brandopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Liebe Zuhörer, nicht dreht Samuel sich noch einmal mal direkt nach Saul und sagt, meinst du, Saul, dass Gott würde in Gefallen haben, ein Opfer, ein Brandopfer, kriegt so aus an die Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Glaubst du mit Gott ein Opfer, das dort kann annehmen? Siehe, Gehorsam ist besser denn Opfer. Hörst du bloß mal her. So, Gehorsam ist viel besser in Gottes Öl und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Wenn du abmachst, am besten Gehorsam bist, das ist viel besser. Hier könnt man ja Schwestern und vielen, wenn ich da nennen gehen. Hier sei die Wichtigkeit von treu sein und nicht treu sein. Und dann haben wir ein anderer Mann, dort ist Mose. Mose was eine große Verantwortung hat. Die wollte großes Volk zu führen und vielmal ein undankbares, mürrisches Volk. Und Moses hat halt fast nicht in Verweis. Aber ein Tag einmal, dann vermacht es Moses sich. Er hat eine sehr gute Erfahrung gemacht, fangen wir in 2. Mose Kapitel 17, Vers 5 wieder, dass Gott sieht, wenn das Volk so am Butter schrien, dann sieht Gott, nimm mal den Stock und schlau den Stein, und was die Butter geben. Welchen Stock soll ich nehmen? Krieg den Stock, wo du dort brauchst, um über den Jordan, über das Deutsche Meer holen, und das Butter, das sich, dass die können durchgehen, krieg den Stock sollst du nehmen, so wird Gott von dir sein, da, was ich durchgesagt habe, krieg dort sollst du hier nehmen, hol die und das ist der Stab, das ist die Sicherheit, das ist die Festigkeit, hol die und das. Und Gott sagt, krieg den Stock hinnehmen sollen, nimm den Stock, wo du dort immer Butter holen willst, und schlau den Stein, na, wo die Butter geben. Und sagt ihr noch, wir finden in 2. Mose Kapitel 17 verstehen wieder, dann kann die Butter rüttet im Fels und das Volk kann trinken. Und dann bist du wieder gehen in 4. Mose Kapitel 20, Vers 7 und wieder, da fängt wir Gott, seht mal, wie das Volk zum Butter schrien, dann seht der hart haben, nö, rede zum Stein, und der wird Butter geben. Gott sagt nicht, nimm einen Stock und schlau dem Stein. Der Herr sagt, rede zu dem Stein, und der wird Butter geben. Und leider hier, da war uns wirklich geraubt worden, zu horten gehen, was Gott sagt, rede zu dem Stein.
Und weißt du was, Mose war nicht gehorsam. Er redet zu dem Stein, er nahm einen Schluch dem Stein. Der Stein gibt Wasser, aber der wir kurz wie die Seen war. Du wirst nicht in Kanaan angehen. Liebe Zuhörer, wir sind dabei in Kanaan. Aber Gott checkt, dass wir gehorsame Horten haben. Gott checkt, dass wir uns unterstellen, dass wir sein Wort, als wir wirklich sind, gehorsam zu sein, zu sein Wort, wo sein Wort Anleitung geben, dass wir folgen dann, und dass wir in Kanaan angehen, in Kanaan, bis Mose kann nicht angehen, bloß deswegen. Bloß wegen ein Ding, dass er geschlagen hat und steht gerät. Und vielmal, da sind Menschen so beschäftigt, und lassen sich anbilden, Gott ist ja von dir nicht mehr so ernst. Gott meint das nicht mehr ganz so näher. Dort wird nicht so streng, wird nicht sein. So viel Leid, da habe ich so viel gehört. Dort wird ja nicht so sein. Gott wird so handeln. Gott ist ein unveränderlicher Gott und Gott hat noch nichts geändert. Gehorsam wird belohnt. Gehorsam folgt ein großer Segen ab. Ein Ungehorsam wird bestraft. Aber ein Ungehorsam ist ein Fluch. Wir gehen ein bisschen wieder. Gehorsam, auf Gehorsam folgt Segen. In unserem Text lassen wir uns, dass du sehr klar, dass am Gehorsam der folgenden Segen hat. Ja? Wir lesen in unserem Text, verstehen wieder. Das gefiel dem Herrn wohl, dass Salomon ein solches bat. Und Gott sprach zu ihm, weil du solches bittest und bittest nicht um langes Leben, noch um Reichtum, noch um deiner Feinde Seelen, sondern um Verstand gerecht zu hören, siehe, so habe ich getan nach deinen Worten. Siehe, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, das deinesgleichen für dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Siehe, sagt Gott ein paar Mal, horch mal, sei mal, Salomo, willst du nicht bloß aus einem Reichtumgebet, willst du nicht bloß aus einem Gebet am langen Leben, willst du nicht bloß aus einem Gebet, dass du über alle Feinde sichern. Siehe, Salomo, wenn du hast Gebet am gehorsamen Hort, wird dir all das andere auch geben. Wird der Herr widersprechen? Dazu, was du nicht gebeten hast, habe ich dir auch gegeben. Sowohl Reichtum als Ehre. Wer kann geehrt werden? Der, was sich bereden, das unser Gott. Der, was klein ist, unser Gott. Und was gehorsam ist, bis gehorsam Vater immer gebeten hat. Und er hat sich gebeten, hat sich Hand gegeben. Nu wollte ich geben Reichtum, und ich wollte die mit ihr andauern. Das deinesgleichen, keiner unter den Kenyans ist zu deinen Zeiten. Lothar, sind Menschen gekommen, sind so viel, die hier von Salomo, und Menschen sind von weit und breit gekommen, und zu sein, wo das scheinig wird, wo later du an sein scheinig recht. Da können sie nicht glauben, was alles verteilt wird, und sie würden mal kommen und ihr segnen, dann weißt ihr was? Dann sagen sie, es wird schon ihr segnen, ans nicht wohl der Half gesagt worden. Wo können das nicht sich toegedreht haben? Lieber Toeher, da können sie bloß toegedreht, wenn es Salomo gehorsam wird. Da haben wir gehorsam Hort beten da. Weil immer sagt, der arme Salomo, sein großer Reichtum, einmal, dann habe ich ihn voll. Na, wie der voller Segen Gottes nicht mehr durch. Er fängt an der Frühes zu checken. Er fängt an der Frühes zu nehmen, ausländische Frühes. En leven met een deel frühst op. Zijn Hort, wo so am gefleht, am gehorsam, Gott kann so viel beschenken dich haben, wie wir sehen dort, dass alle Menschen mit Fleisch und Blut um Jesus sind. Eigentlich du sind auch Leute zu hier. Darum ist es so wichtig, dass wir immer weiter beten, Gott gibt mir ein gehorsames Hort. Und Herr, ich will mein Part down gehorsam zu sein. Dann weiß ich, wenn ich gehorsam sehe, dann hat ihn Segen mit mir. Und wenn ich ungehorsam sehe, dann ist es Segen was. Und sagt die Bibel ganz klar, in Jeremia Kapitel 17, Vers 9, das ist das Herz, ein trotzig und verzagt Ding. Dort hört, weil ihr uns hört, von der Tod, dort sind trotzig und verzagt Ding. Dort braucht es, wir immer warum gehorsam werden dann. Wenn es ans Hort ist, ist es erst. Trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Sagt uns heute wieder. In Jeremia 17, wer kann es ergründen? Sagt der Herr, ich kann es ergründen.
Ich weet graag wat het woord is. Door wegen is het zo wichtig, dat we naar God komen ans woord. Want je gebruikt het woord met een vrouw in aanstelling, haar. Wat best du voor mij? Wat kan je nog beter doen? Nu, een aanwending merken voor ons persoonlijk. Zo waren we nu in de persoonlijke aanwending merken. Wo ist dein Gehorsam Gott gegenüber? Hast du gesehnt in die Gemeinschaft mit Gott? Kannst du von der sein in meiner Stelle stehen mit Gott? Das sind so eine Deipe gesehene Tiden. Ich rede arm und er redet für mich. Wir haben ein offenes Verhältnis, ich und mein Vater am Himmel. Und ich kann immer weiter anbeten. Weil die dat van der nog waar zijn, dus hij zegt, het is wichtig dat we een ware aanbidding leven doen. Dat we diesem Gott, wat ons zijn groot erbarmen geraad heeft, dat hem hooggeven doen, ze snijden meer dat tijd, voor hij een arbeid denkt, de grote arbeid en zien waar het gebeuren, dan gaat hij dat eerste een aanbidding nemen. Salomo, dat eerste ging geen aanbidding nemen. Ik en u worden schijnbaar krachtvoller zijn, als dan we het eerste worden in de aanbidding leven. Met God in Gemeinschaft zijn, met God een opene Verhältnis haben, een intieme Gemeinschaft, omdat de Haar zich kan bezeugen. En kannst du von der sein, dass ich Gott nicht genug, ich habe ein schönes Verhältnis mit Gott. Gott sei Dank. Wenn nicht, da will ich dich darum beten, ein gehorsames Wort nach viel Ehren, dass du jemals gebetet hast. Gott, ich bete, schenk mir so ein Wort, was du von mir weißt. Bis du hast gesagt, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deine Augen meine Wege wohl gefallen. Gib mir so ein Wort, dass mir deine Wege wohl gefallen, dass mir was kann unterstellen, unter den göttlichen Willen. Nächstens, mein Leben, mein persönliches Leben in der Gemeinde des Herrn. Die Gemeinde, was der Herr zu dir gekauft hat. Wo er sein einzelnen Hand gibt, um sich eine Gemeinde zu erwerben. Eine Brut ist was sehr wundervoll. Nicht so? Eine Brut ist was sehr Besonderes. Von der Brut, was viel gerät in der Bibel, in der Brut, was von der viel gerät. Oh, das war eine Braut, er schmuckte sie durch, ja, reiten Brigam. Und gehen zu gehen. Und der Herr hat sich eine Brut erwählt. Und der sagt, ich du sein Krieg vital von der Brut Christi. Die Gemeinde hier wird vital die Brut Christi. Da hat der Herr sich erwählt. Wo ist mein Verhältnis zu dem Brigam? Ist mein Verhältnis zu Gott in die Gemeinde? Ist das ein gehorsames Verhältnis? Ist dort eine offene Gemeinschaft zwischen mir und Gott? Und die ganz getrost, geloten sie, auch in der Gemeinde, habe ich ein großer Segen, indem dass ich mit anderen Kindern Gottes taub in der Anbetung leben darf, mit anderen Kindern Gottes taub den Namen des Herrn erhöhen darf, mit anderen Kindern Gottes taub den Willen Gottes segnen darf, der Gehorsam. Hier liegt es da. Für Gott, wenn der Herr die segnen kann, dass wir uns von der und unseren Tag gelesen haben, ab in Gehorsam folgt ein großer Segen. Aber ab in Gehorsam folgt immer eine Strafe. Das im Heim, ja, in der Familie. Ab in Gehorsam folgt eine Strafe. Du hast einen Fluch ab in Gehorsam. Aber was von großer Segen, besonders weil von der mit das Gedanken auch schlüten. Was von großer Segen ruht ab in Gehorsam zu Gott sein Willen, zu Gott sein Wort. Dort ist ein Segen, den wir in vollkommen hätten, sein wir schon bei Jesus. Denn ich habe da viel von erfahren, aber scheinbar in so einer Vollkommenheit schon bei Jesus sein. Da wollen wir Gott danken, dass er sein Wort ans Hingeloten hat und er so wichtig gestellt hat, gehorsam zu sein. Und er hat es gewesen, hat er sein Wort nicht ändern dürfen. Dann wollen wir danken. Da was sie nun besonders gehoben worden. Gott sei Dank, dass du uns wird geholfen hast, den Wort zu lernen, weil wir sein haben, den Helden, ernst und Helden Eifer in den Wort. Und es ist wichtig, dass wir gebrauchen werden, dass wir Frauen werden, dass wir geistlich werden, dass wir gehorsam werden zu dem Wort und dass wir in der Heiligung leben werden, aus die Gemeinde reinzustehen.
der Herr hat uns das wird. Gott sei Dank. Über alles im Namen Jesus. Dann Stuhlchen rein, wir passen das in die Gebet. Vor am Himmel, wir danken dir. Für dein kraftvolles Wort. Vor am Himmel, wir danken dir für den Heiligen Geist. Wir danken dir, Herr, dass wir mit einem gerechten Gott zu tun haben, was ich seine Kinder sehen wird. Himmlischer Vater, wir danken dir für all die göttlichen Segnungen. Und beten wieder, help uns, dass wir würden wirklich gebrochen sein, wir würden gehorsam sein, dass wir würden die dein und die anerkennen, für wer du bist. Dass wir würden die Barmherzigkeit hochheben, dass andere Männer Gottes nicht hochgehoben haben. Und dass du wirst dann heute verherrlicht worden. Himmlischer Vater, wir beten, für Japans würden nicht sein gehorsam gewesen, und help uns treu und aufrichtig, die zu erhöhen, im Namen Jesus. Amen. Wir singen Nummer 312.
Ik dacht, wirklich gut, wir machen merken, ich spreche alle welkom geheißen, es ist gut. Und es ist interessant von dort zu sein, wir haben von Dutzenden Kilometer weit im Süden und Jas und von Dutzenden Kilometer weit im Norden, von Belize und von Kanada, von Manitoba. Und wir sind Geschwister, da reisen wir in ein trägen Haus gekommen, ich weiß nicht alle, wer es abwesend war. Geschwister Abraham Wieben, sie waren in der Doktorie, weit im Norden in den States. Dann war er Tüß und Geschwister Peter Paner, sie sind eine Zeit lang in Bolivien gewesen, dann war er träg. Und hier sind andere Jassen an unserem März, das ist schon gesagt worden, als wir wirklich reden zu sein, wo ihr von der Teil genommen, ich wünsche Ihnen alle Gottes Circa sehen, die gekommen sind von der zu diesem Gottesdienst. Und weil wir wieder unsere Häupter neigen. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles, das wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Dem sie Ehren der Gemeinde, die in Christus Jesus ist, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir scheiden im Frieden des Herrn.